Moin zusammen. Ja, es ist so, das wird wahrscheinlich das letzte Video geben in diesem Jahr von mir. War ein bisschen weniger wie geplant, aber was willst du machen, man geht ja auch noch normal arbeiten und die geht halt vor, weil die bezahlt den ganzen Spaß, den wir ja hier machen. Ob's das Heimwerke ist, ob der 3D-Drucker ist, ob es der Laser ist, denke ich bei jedem so. Jetzt ist es so, außer den 3 Hobbys haben wir natürlich noch eins, wir gehen gerne angeln. Und zwar alle 3 gemeinsam und wir haben hier so eine Ecke, ich kipp euch mal ein bisschen, dann seht ihr so ein bisschen von dem Chaos. Und das ist noch lange nicht alles, was wir haben. Und das muss ich sagen, geht mir so ein bisschen auf den Keks. Hat man jetzt überlegt, ich baue mir jetzt hier einen Schrank hin. Hier unten auch noch wie so ein, keine Ahnung, Sideboard. Mit 2 Schubladen, 2 Türen, hier ein Hohlschrank mit einer Tür, dass wir hier generell mal ein bisschen Ordnung reinkriegen. Das hier ist letzten Endes unser Geräteschuppen, der hinter meiner Garagenwerkstatt ist. Man will sich ja hier auch drin bewegen können. Von daher, wenn wir jetzt hier mal gleich ein bisschen anfangen aufzuräumen, vorher zeige ich euch aber noch, aus was für Material ich baue. Aus was bauen wir heute? Ich habe mir OSB geholt, weil ganz ehrlich, einmal ist es nur ein Schuppen, wo das reinkommt. Das zweite ist, das kannst du wenigstens im Vergleich zu anderen Hölzern teilweise noch bezahlen. Völlig verrückt. Was die Preise betrifft, man denkt immer, der Kram geht runter, passieren tut nichts. Wie gesagt, ich werde mir es aus OSB, werde ich mir die Schränke bauen. Griffe habe ich mir schön aus dem 3D-Drucker selbst gedruckt. Brauchen wir nicht zu kaufen, Material ist da, dann macht man es einfach. Ja, ich werde jetzt anfangen, erstmal die Ecke auszuräumen und dann geht's los an den Zuschnitt der Platte und dann gucken wir mal, dass wir das Ding heute irgendwie über die Bühne kriegen. Hab heute mal einen Tag frei, da muss man das direkt mal ausnutzen. Also, los geht's mit dem Aufräumen.
So, es ist geschafft. Hier ist mein Werk. Nicht schön, aber selten. Ja, es ist immer ein bisschen blöd, wenn man wenig Platz hat und muss mit großer Platte arbeiten und die dann noch mit Führungsschiene und Säge. Es ist nicht die beste Tauchsäge, die ich habe, gebe ich auch offen ehrlich zu. Aber ich sag mal, für meine Verhältnisse, wo ich brauche, reicht sie. Wichtig, wie gesagt, ist mir, es muss einen Zweck erfüllen. Und es ist ein Schuppe, es ist jetzt nicht die Wohnung. Wohnung machen wir anders, habt ihr ja auch schon in anderen Videos gesehen. Für mich war halt wie gesagt wichtig, ich kriege das ganze Angelzeug mal schön unter. Ich habe hier einen großen Schrank, da kommen die große Sache rein. Habe hier unten Platz für Tasche reinzustellen. Habe noch die Schublade. Was will man mehr? Ja, ich hoffe, mein Chaos-Video hat euch ein bisschen gefallen. Die Kamera, die wollte auch nicht immer so, wie ich wollte. Was mit der los ist, keine Ahnung. Ich werde jetzt gleich das ganze Zeug noch ein bisschen einräumen. Ja, es war das letzte Video von mir dieses Jahr. Ich hatte mir mehr vorgenommen, aber wie gesagt, Arbeit geht vor. Ich wünsche euch alle ein frohes Fest, einen guten Rutsch mit der Familie. Bleibt gesund, bleibt mir wohlgesonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, immer gern Like, Abo dalassen, kostet nichts, wisst ihr selbst, unterstützt mich ein bisschen. Dann hoffe ich, dass wir uns im neuen Jahr gesund und munter wieder sehen. Bis dahin, euer Rücki.